Ihr habt Bock auf Automatisierung? Dann seid ihr bei Jumo genau richtig. Ich bin der Valentin und in diesem Video werden wir in der Codesys eine Modbus-Kommunikation zu einem Modbus-Slave aufbauen. Los geht's! Unsere Aufgabenstellung sieht folgendermaßen aus. Wir wollen eine Kommunikation, eine Modbus TCP-Kommunikation zwischen einer Varitron 500 Steuerung und einem Jumo Deacon Touch herstellen. Und das mit Hilfe von Codesys. Die Varitron bildet dabei den Modbus Master und der Jumo Deacon Touch den Modbus TCP Slave mit der IP-Adresse 10.1.1.2. In dem Deacon Touch läuft bereits eine Applikation und in dem Prozessbild vom Deacon Touch werden einige Prozesswerte dargestellt. Und genau diesen rot dargestellten Ist-Wert mit dem Wert 20 und den Soll-Wert 23 wollen wir per Modbus TCP zum Varitron 500 kommunizieren. Im ersten Step lege ich die Konfiguration des Deacon Touch fest. Unter dem Bereich No Setup Modbus Frame zum Schreiben werden in dem Frame 01 alle Analog- oder Prozesswerte zusammengestellt, die für unsere Modbus TCP-Kommunikation benötigt werden. In meinem Fall Analog-Eingang 1 und der Sollwert des Reglers 1. Die beiden wurden als Datentyp Float MSB konfiguriert. Wir müssen uns für den Frame für die Startadresse 8800 im Hex-Format merken. Das Ganze übertragen wir zum Deacon Touch. Im zweiten Step werden wir innerhalb der Codesys der Varitron 500 Steuerung die Modbus TCP-Kommunikation oder die Schnittstelle realisieren. Dazu selektieren wir die CPU. Mit der rechten Maustaste selektieren wir dann Gerät anhängen und in diesem Aufbau unter Feldbusse wählen wir den Ethernet-Adapter und Ethernet. Gerät anhängen. Dann selektiere ich den Ethernet-Adapter hier unten und kann wieder unter Feldbusse, jetzt selektiere ich den Bereich Modbus, füge ich einen Modbus TCP Master hinzu. Und der letzte Schritt in unserem Geräteaufbau ist die Selektion des Masters hier unten und dann den Modbus TCP Slave anhängen. Das Ganze schließe ich ab. Jetzt kommt die Konfiguration des Ethernet-Schnittstelle selbst. Wir müssen wissen, mit welcher LAN-Schnittstelle wir kommunizieren sollen. Die Varitron 500 Steuerung kann bis zu 2 LAN-Schnittstellen beinhalten. Hier scanne ich die Ethernet-Schnittstelle und selektiere in meinem Fall die LAN-1-Schnittstelle mit der IP 10.1.1.1. Im nächsten Step werden wir den Modbus TCP Slave konfigurieren. Dazu selektiere ich mit der Maus, Doppelklick und unter Allgemein stelle ich als erstes die Adresse unseres Slaves 10.1.1.2. Dann selektiere ich den Modbus Slave Kanal und füge einen neuen Kanal hinzu. Hier könnt ihr einen eigenen Namen vergeben, zum Beispiel Deacon Touch Frame 01. Wir verwenden den Funktionscode 3, das bleibt so, und hier unten müssen wir die Adresse eintragen, die wir uns gemerkt haben. Zur Erinnerung, hier unter Modbus Frames zum Schreiben war das die 8800. Okay, die Länge Modbus TCP oder Modbus allgemein ist wortbasierend, das heißt jede Adresse repräsentiert ein Wort. In unserem Falle haben wir 2 Real-Variablen oder Float-Variablen. Jede ist 4 Byte lang. 4 mal 2 sind 8. Ja, und das heißt, wir haben 4 Wörter insgesamt.
Unter Modbus TCP Slaves EA-Abbild sehen wir nun die 4 einzelnen Wörter mit der Adresse 8800 als nächstes 8801, 02, 03. Also in dem EA-Abbild von unserem Modbus TCP Slave könnten wir schon das Mapping zu den einzelnen Wörtern vornehmen. Wir müssen aber die 2 Wörter 8800 und den 8801 als ein Real-Wert repräsentieren. Um das zu ermöglichen oder diese Zusammenführung der beiden Wörter zu einem Real zu machen, wende ich ein Union an. Dazu lege ich mir zuerst wieder einen Hilfsordner. In dem Hilfsordner lege ich eine neue Struktur, DUT an, und zwar vom Datentyp Union. Nennen wir den mal Modbus Decon Touch. Und innerhalb dieser Struktur lege ich mir ein Array an vom Typ Word. Was habe ich gemacht? Ja, und als nächstes legen wir noch einen Real-Wert. Und das sieht aus wie eine Struktur aus. Aber dahinter steckt Folgendes. Wir haben im Speicher 2 Wörter angelegt mit dem Index 0 und 1. Und diese 2 Wörter können durch eine andere Maske als ein Real-Wert interpretiert werden. Und genau das ermöglicht uns ein Union. Und jetzt lege ich mir ein neues POU an. Sagen wir mal POU Decon Touch. Bleiben wir bei der richtigen Schreibweise. Und hier lege ich mir einen Ist-Wert an. Ist-Wert Decon Touch vom Typ Union. Und genauso einen Soll-Wert. Wenn ich so eine Struktur hier unten in der PU aufrufen würde, dann kann ich zwischen den Wörtern selektieren oder zwischen einem Real-Wert. Das wollen wir uns mal anschauen. Wir schauen uns den 1 und 2 an, also die beiden Wörter. Wir schauen uns aber auch den Real-Wert an. Und genauso vom Soll-Wert. Hier reicht uns der Real-Wert aus. Nun können wir, also die PU muss natürlich hier unten in der Task irgendwo aufgerufen werden. Und nun kann ich auch das Mapping vornehmen. Ich gehe nochmal in den Modbus TCP Slave und kann nun hier aus der PU Decon Touch den Ist-Wert und zwar die einzelnen Wörter selektieren. Und zwar hier mappe ich nur die Wörter mit dem Index 0 und als nächstes mit dem Index 1. Nun könnt ihr die Applikation zur Steuerung übertragen. Ich habe das in meinem Fall bereits getan. Ich schalte mich nur noch online und sehe anhand der grünen Symbolik hier unten, dass die Modbus-Kommunikation aufgebaut wurde, dass auch der Modbus TCP Slave erreichbar ist und dass er auch schon bereits kommuniziert. Das kann man hier auch anhand der Statusinformation vom Ethernet sehen. Status Ethernet Device läuft, der Status Modbus TCP Master ist auch okay und der Modbus TCP Slave mit dem Status läuft, passt.
Schauen wir uns noch die Werte, ob die Werte wirklich auch schon ankommen. Dazu gehe ich in die PU Decon Touch und sehe, naja, der Real-Wert, Ist-Wert ist genau 20 und der Soll-Wert Decon Touch ist 23. Genau das ist es, das was wir erreichen wollten. In den Prozessbildern, Prozessbild vom Decon Touch werden die beiden Prozesswerte so dargestellt. Das Interessante ist, dieser Trick hier mit dem Union, das heißt die einzelnen Wörter werden, ja, die haben jeweils einen Zahlenwert, aber gemeinsam repräsentieren die beiden Wörter einen Real-Wert mit dem Zahlenwert 20. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie auch immer, ich würde mich über Kommentare freuen. Probiert selber aus und viel Erfolg. Bis demnächst.